Als ich durch die touristische Seiten im Netz suchte, fiel meine Aufmerksamkeit Paddeltour auf niedlichen, überwucherten vom Schiff und seelosen Flüssen und Kanälen. Beschlossen. Märkische Umfahrt. Obwohl Hitze, Juni, ein 800 Kilometer langer Marsch Wurf entlang einer überfüllten Autobahn mit Lastwagen unsere Nerven zerlumpte. Wir erreichen das Ziel zwischen den Kiefernwäldern und Akaziengassen. Mit vielen Seen fanden wir eine gemütliche Übernachtung. Anmerkung: Die Tourleitlinie haben wir in der Kanu Compact gefunden. ISBN in der Beschreibung unter dem Video. Tag 1. 18 Kilometer. Nach einer langen Montage des Bootes, Faltbootklepper, das aus einem Holzrahmen, einer Plane und Tuch besteht. Das Verstauen und Sichern, Zuren und Verpacken des Gepäcks musste das Mittagessen noch am Ufer stattfinden. Aber früher oder später begann die Reise und schon in den ersten 2 Kilometern mussten wir durch eine Schleuse gehen. Zum Glück war die automatisch. Alle Beschreibungen der Gegend stimmten überein und übertrafen sogar die Erwartungen. Ruhige, romantische Flüsse, voller Fische, Ufer, die mit alten Weiden und sogar 300 Jahre alten Eichen bewachsen waren. Auch 10 Biber in Gesellschaft von Graureihen. Und Stille. Den ganzen Tag nur 2 Motorboote und ein paar Fische winkten uns friedlich mit den Händen zu. Aber am Abend, nachdem wir bereits 16 Kilometer hinter uns hatten, gerieten wir in einen sinnflutartigen Regen, von dem wir uns unter der Brücke verstecken müssten, während wir das Boot mit einer Schürze bewaffneten, damit es nicht überflutet werden konnte. Unmittelbar nach seinem Ende kamen wir zu der zweiten Schleuse. Diesmal wurde sie manuell bedient, ein sehr komplizierter Mechanismus, aber Beschreibung machte es möglich und wir kamen zurecht. Obwohl bei Verlassen der Schleuse kam zur Unstimmigkeit, da der Rudergänger war draußen und das Boot wurde abgedrängt. Der Ruder verklemmte sich und nur mit Hilfe von 2 Seilen und ein wenig Akrobatik von der Brücke kehrten wir wieder auf den Kurs zurück. Die letzte für heute ist die erste Übernachtung in einem Zelt, das aber sehr klein war, alles voller Mücken. Das Wasser am Ufer richtig schmutzig. Ich wollte nach Hause. Auf dem Übernachtungsplatz außer uns waren 3 ältere und sehr redselige Zeitgenossen. Nach unserem Tag stand uns nicht das Gespräch im Sinn. Wir schliefen ein, ohne zu schwätzen. Tag 2. 36 Kilometer Fahrt. Der Morgen kam schneller als gedacht. Die älteren Zeitgenossen waren Frühaufsteher, also waren unsere Hunde hellwach. Nachdem wir alle Rituale und das Frühstück durch hatten, machten wir uns auf den Weg. Aber nichts da. Die Sonne und ein seltsamer windloser Tag mit stickigen Luft machten es ziemlich schwierig voranzukommen. Wir kämpften mit Schläfrigkeit und ein paar Mal fiel das Ruder fast ins Wasser vor Müdigkeit. Uns fiel schwer, die Augen offen zu halten. Das Interessanteste war heute, die Schleuse zu überwinden. Diesmal wurde ein spezieller Anhänger zur Verfügung gestellt, der mit Hilfe einer Kette unter Wasser von der Hand entlang der Schienen gezogen wurde. Natürliche Schönheit begleitete den größten Teil des Weges, mit Ausnahme des künstlichen Kanals. Sie erfreute uns besonders mit dem Einblick auf einen Eisvogel. Mit großer Anstrengung gingen wir den 36. Kilometer des Weges durch, mit Hoffnung auf eine Dusche, aber so etwas gab es dort nicht. Es fing an zu regnen. Wasser im Fluss war schlammig, wir stellten den Zelt auf, dabei erhielten wir eine Gesangseinlage der lokalen revolutionären Jugend. Wir wünschten ihnen mental ein besserer Gesangslehrer und gingen ins Bett. Tag 3, 60 Kilometer des Weges zurückgelegt. Es regnet seit dem Morgen. Alles, was warm und wasserdicht war, wurde gebraucht.
Es gießt wie aus dem Eimer. Und trotz der Schürze gerät Wasser hinein. Die Hunde sind anscheinend glücklich. Sie sitzen unter der Decke und schnarchen manchmal. Wir näherten uns der großen Schleuse. 5 Minuten Wartezeit in strömenden Regen. Als wir schließlich in die Schleuse reinfuhren, begann ein Gewitter. Ich bin sicher, dass es schlimmer sein kann. Aber es ist zu viel, um 3-mal am Tag durchgenässt zu werden. In den Pausen zwischen den Regengüssen ist die Natur atemberaubend. An den Seiten sieht man viele Bäume, die von Biber zerfressen sind. Einige massive Birken, die er umgeworfen hat, lagen am Kanalrand. Der Eisvogel hat uns wieder erfreut mit lebhaftem Flug und seinem flau schimmernden Gefieder. Am Ende mussten wir den Zelt unter starken Regenguss aufstellen, mit letzter Kraft, umgezogen und eingeschlafen. Laut Vorhersage ist morgen genauso. Ich möchte übermorgen aufwachen. Tag 4. Nicht alles lief nach Plan. 85 Kilometer des Weges sind vorbei. Die Tore der Großstadt wurden erreicht. Die Nacht verging still bis 4 Uhr morgens. Wir wurden durch das Geräusch eines großen, umstürzenden Baumes geweckt. Das brach mit riesem Krach zusammen und rumpelte nicht weit vom Zelt. Der Rest des Nachts verging in der unruhigen Erwartung, wo der nächste zusammenbrechen würde. Am Morgen, als ich mich weiter vorbereitete, stellte sich heraus, dass alle Kleidungsstücke im Gepäck in 3 Kategorien unterteilt sind: leicht feucht, nass und die wahrscheinlich irgendwann trocken werden. Das Wetter klärte sich den ganzen Tag nach und nach auf und damit auch unsere Stimmung. Wir wurden von einem erstaunlich schönen dunkelblauen Libellen mit einem grünen Schimmer begleitet. Nachdem wir das Ziel, den Campingplatz, erreicht hatten, stellte sich heraus, dass die versprochene Kiosk und ein kleines Restaurant gar nicht mehr existieren. Unsere Hoffnung war vergebens. Da die Vorräte zu Ende gingen, paddelten wir weiter, 10 Kilometer in die nächste Stadt. Fast vor den Toren der Großstadt wurde die Situation mit dem Parken deutlich und Übernachtung kritisch. Aber ein Zufall half uns. Wir wagten es, diejenigen zu fragen, die am Ufer saßen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen ehemaligen Bootsverleiher handelte. Seine Besitzerin, von einem sehr respektablen Alter, sowie die gesamte Ausrüstung am Land erlaubten uns, das Boot bei ihr zu lassen und zum Supermarkt zu rennen, um Vorräte aufzustocken. Der älteste der Hunde weigerte sich auf halbem Wege zu gehen und wurde getragen. Auf dem Rückweg trugen wir sowohl das Proviant als auch den Hund. Die Vermieterin hatte Mitleid mit uns und erlaubte uns, unseren Zelt bei ihr aufzustellen. Um 10 Uhr abends wollten wir nichts mehr suchen. Wir schliefen glücklich zwischen den Stapeln alter Boote ein. Tag 5. 106 Kilometer des Weges sind vorüber. Morgen, nachdem wir 2 Kilometer zurückgepaddelt hatten, um auf unsere Route zu kommen, gerieten wir in einen sehr romantischen Kanal, der 2 große Seen verband. Alles darin schien wie eine fabelhafte Kulisse zu sein. Wir trafen 4 verschiedene Arten von Wildenten, die wir bisher nur im Lehrbuch gesehen hatten. Einige sogar mit Küken, die niedlicherweise versuchten, ihre Eltern aufzuholen. Und sogar ein Schwan mit Küken auf den Rücken schwamm vorbei. Zu unserer großen Überraschung schwamm die Mandarinente nicht weiter, als wir uns näherten, sondern verfolgte uns im Gegenteil. Die Ufer des Kanals waren an einigen Stellen mit Farnen überwachsen, die sehr exotisch aussehen, wie etwa eine Palme ähnlich. Nach dem Kanal kam das absolute Kontrastprogramm, die Yachten, Motorboote, alle großen und Pferdestärken, sogar schwimmende Häuser flogen um uns herum und zwangten unser Boot von einer Welle zur anderen zu springen. Wir haben einfach weiter gepaddelt und versucht, dieses quirlige Haus so schnell wie möglich
hinter uns zu lassen. Nach 20 Kilometern und 3 Seen betraten wir erneut einen kleineren Fluss, wo sich alles veränderte und die Natur wieder das Auge erfreute. Auf dem kürzesten Weg haben wir es geschafft, einen schönen Punkt für unsere Übernachtung zu finden. Wir haben das Inventar aufgeräumt und den romantischen Sonnenuntergang betrachtet. Tag 6. 128 Kilometer des Weges sind vorbei. Lustige Mitreisende und Minenfelder. Der Tag begann gut. Nach 10 Kilometern beruhigende Natur in einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre näherten wir uns einer Schleuse, wo der Schleuser erklärte uns, dass es aufgrund der Entdeckung von Munition im Flussbett und an den Ufern einfach geschlossen war, und lud uns ein, zurückzupaddeln. 120 Kilometer gegen den Strom, weil es keinen Umweg gibt. Sogar die Methode des Umtragens auf dem Land, die oft von uns verwendet wurde, war nicht real. Es gab Sümpfe und Schilffelder. Doch hier kam ein glücklicher Zufall zu Hilfe. Ein Bootsvermieter mit Klassenfahrt hat uns mit seinem Bus genommen und brachte zum nächsten Wasserrastplatz. Tag 7. 151 Kilometer des Weges sind vorüber. 5 Schleusen und ein betrunkener Kapitän. Heute. Das Interessanteste war Durchgang durch 2 Doppelschleusen. Die meiste Zeit des Tages sind wir schön durch den Kanal gepaddelt. Die klingelnde Stimme des Kuckucks begleitete uns. Und große Libellen mit einem Bauch wie ein Frachthubschrauber flogen herum, flogen über uns und immer noch dünn wie ein Streichholz hellblaue im Hochzeitswalze, die kleinen Libellen. Manchmal saßen sie am Seerosen herum und es sah aus wie eine Spitzenkrone. Nachdem wir den See passiert hatten, betrachten wir erneut das Flussbett der Ufer, wo die meisten Trauerweiden überwachsen waren. Fabelhafte blaue Libellen kehrten zurück, ein Boot war auch blau, der ohne Kurs zu ändern auf uns zusteuerte und uns in ein Seerosenfeld jagte. Als es vorbeiging, war alles klar. Eine Frau in den 60ern mit einem rot geschwollenen Gesicht, gebleichten Peroxidhaaren, ziemlich großer Portionen, spärlich bekleidet. Ihr Blick war glasig und für uns unheimlich. Nachdem wir aus dem Seerosenfeld herausgekommen waren, paddelten wir weiter. Der blaue Boot kehrte zurück. Davor zerstörte er fast die Stellnetze und überholte uns dieses Mal ohne Kollision. Nur 500 Meter weiter trafen wir uns wieder vor der Schleuse. Wo blaue Boot Lambada tanzte, konnte die Kapitänin den 15 Meter langen Boot nicht stabilisieren. Wir wollten wirklich nicht zusammen überqueren durch die Schleuse, aber der Schleuser lotste uns am Ende der Schleuse rein und es war ohnehin die letzte Schleusung für heute. Die Kapitänin beim Verlassen der Schleuse unternahm ein letzter Versuch, Schleuse zu zerstören, das ihr aber missling. Wir erreichten den Nachtlager erschöpft, aber freudig. Tag 8. 178 Kilometer des Weges sind vorüber. Rennen an der Ziellinie. Der Morgen begann mit dem Geräuschen eines Benzinmähers, nur 1 Meter vom Zelt entfernt. Der örtliche Gärtner beschloss, uns eine Lektion für eine Übernachtung auf seine Lichtung zu erteilen. Es summte fleißig um uns herum, 1/4 Stunde lang. Der Tag war herrlich, sonnig mit einer Brise zwischen den Flüssen und Seen. 27 Kilometer verflogen nur. Selbst die Blasen auf den Händen vom Paddel störten nicht viel. In den letzten Kilometer erschien ein Boot, das unserem ähnlich war. Vor uns, das sich eindeutig langsamer bewegte als wir. Als wir näher kamen, konnten wir ein älteres Pärchen sehen, bei dem Mann kräftig ruderte und die Frau Paddel das nur bewegte, ohne ins Wasser zu tauchen. Nachdem wir ein wenig Tempo gewonnen hatten, begannen wir sie zu überholen. Als Mann begann plötzlich
kräftig zu rudern, und nach 3 großen Würfen mit einem Paddel blieb er stehen, um die Luft einzuholen, und dann paddelte er kräftig weiter. Die Frau wedelte mit dem Paddel weiterhin mäßig, ohne ihn ins Wasser zu senken. Dieses seltsame Rennen dauerte eine Viertelstunde, bis unser Gegner völlig erschöpft zurückblieb. Warum dieser Mann uns nicht vorbeilassen wollte, kann er wahrscheinlich nicht mal selbst. Wir sind angekommen. Alle 178 Kilometer sind vorüber.